Du hast alles versucht, jeden Tipp umgesetzt, jede Tabelle geführt, jeden Zyklus durchgeplant und trotzdem bleibt dein Schwangerschaftstest negativ. Vielleicht liegt es nicht daran, dass du zu wenig tust, sondern daran, dass du immer wieder dasselbe tust. Und dein Kopf, der ist irgendwann auch nur noch im Tunnel. Aber was wäre, wenn genau das der Moment ist, wo du ausbrechen darfst? Nicht aus dem Kinderwunsch, sondern aus dieser starren Routine. Und damit nicht nur deinem Körper, sondern auch deinem Gehirn neue Wege eröffnest. Ich bin Stefanie Zekon, Kinderwunschcoach, Coach für Frauen und ich helfe Frauen dabei, die optimalen Voraussetzungen zu schaffen, um endlich schwanger zu werden. Nicht durch blinden Aktionismus, sondern durch echte Verbindung. Zu dir, zu deinem Körper und zu deinem Leben. Und genau darum geht's heute. Warum neue Reize, also neue Erfahrungen, neue Umgebungen, neue Perspektiven dein Gehirn unterstützen können, wieder flexibler, kreativer und empfänglicher zu werden. Und warum das ein echter Gamechanger sein kann auf deinem Weg zum Wunschkind. Vielleicht kennst du das. Du wachst morgens auf und sofort kreisen deine Gedanken um deinen Zyklus, um irgendwelche Symptome, um irgendwelche Apps, um den nächsten Test. Das Problem an der ganzen Sache, dein Nervensystem kennt nur noch einen Modus und der heißt Alarm. In diesem Dauerzustand ist dein Körper im Stress, selbst wenn du gerade auf der Couch liegst. Und chronischer Stress wirkt sich nicht nur auf deine Hormone aus, sondern blockiert auch den Teil in deinem Gehirn, das kreativ neue Lösungen denken könnte. Du bist dann im sogenannten Default Mode Network. Das ist ein Netzwerk im Gehirn, das sich aktiviert, wenn du zur Ruhe kommst, zum Beispiel im Urlaub oder beim Spazierengehen. Aber wenn du im Kopfkarussell gefangen bist, läuft genau dieses Netzwerk im Autopilot. Immer die gleichen Gedanken, immer der gleiche Druck. Und genau hier setzt ein neuer Ansatz an. Studien zeigen, wenn wir uns bewusst neuen Reizen aussetzen, neue Orte, fremde Stimmen, unbekannte Gerüche, dann wird unser Gehirn aktiv. Es wird flexibler, Dopamin wird ausgeschüttet, dein Belohnungssystem wird angeregt. Mit anderen Worten, wenn du dich bewusst auf neue Erfahrungen einlässt, trainierst du deine mentale Flexibilität. Und genau das hilft dir, mit mehr Vertrauen, mit innerer Ruhe und Offenheit durch deine Kinderwunschzeit zu gehen. Ich habe dir übrigens die Titel, Namen und die führenden Menschen dieser Studien unten verlinkt, falls du dich da näher informieren möchtest. Dein Kinderwunsch ist kein Projekt, es ist eine zutiefst emotionale Lebensphase und dein Körper ist kein Uhrwerk. Der reagiert auf deinen inneren Zustand, auf deinen emotionalen Stress, auf dein Sicherheitsgefühl und auf deine Selbstwahrnehmung. Wenn du in so einem starren, stressgeprägten Umfeld verharrst, wenn du da bleibst, selbst wenn du alles richtig machst, dann kann es sein, dass dein System einfach nicht auf Empfängnis eingestellt ist. Weil der Fokus zu eng ist, weil du zu viel willst, weil du den Kontakt zu deinem inneren Gefühl verloren hast. Die Lösung, nicht weniger tun, sondern anders. Was du jetzt konkret tun kannst, geh neue Wege, auch im Kleinen. Setz dich mal in ein anderes Café. Fahr einen anderen Arbeitsweg, sprich mit einer Person, die du noch nie angesprochen hast, oder probier eine neue kreative Tätigkeit aus. Diese kleinen Veränderungen zeigen deinem Gehirn, es gibt noch mehr Leben, mehr Leichtigkeit und mehr Möglichkeiten. Und genau das brauchst du, um aus dieser Anspannung in eine neue, in eine sanfte Offenheit zu kommen. Das hat nichts mit Loslassen zu tun, sondern mit innerer Neuausrichtung. Und das ist trainierbar. Genau deshalb habe ich mein Kinderwunsch-Mentoring entwickelt, weil es eben nicht reicht, noch ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder noch eine Diagnostik zu machen, weil du kein Fall bist, sondern ein fühlender Mensch. In meinem Mentoring lernst du nicht deinen Zyklus zu verstehen, das weißt du alles. Du erfährst, wie du emotionale Blockaden auflöst, wie du dein Nervensystem regulierst und wie du neue Gedankenbahnen trainierst, denn das ist absolut möglich. Und das in einer sicheren, empathischen Begleitung, mit fundierten Tools, mit klaren Strukturen, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und mit echter Umsetzung. Denn das ist am Ende genau die logische Konsequenz. Wenn du neu denken willst, wenn du wieder fühlen willst, wenn du deinem Baby mit Vertrauen begegnen willst, schon bevor es da ist, dann ist mein Mentoring der Ort, an dem du genau das tun kannst.
Wenn du das Gefühl hast, dass du innerlich bereit bist für diesen neuen Weg, dann melde dich zu meinem kostenlosen Online-Training an. Dort erfährst du noch mehr darüber, wie dein Kopf und dein Herz wieder in Einklang mit deinem Körper kommen können und wie du dich auf allen Ebenen für dein Wunschkind öffnen kannst. Ich habe dir unten verlinkt, wo du dich anmelden kannst und dir das Online-Training sofort ansehen kannst. Abonniere auch gerne den Kanal, wenn du für mehr Impulse rund um den Kinderwunsch offen bist, wenn du mentale Gesundheit möchtest und wieder deine weibliche Kraft finden möchtest. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe.